Redest du mit mir? Herrlich. Genau. Passt. Wunderbar. So. Jetzt noch schnell das aufstellen. Das hier. Und wir brauchen noch was zum Schauen. Super, super, super. Ah, das ist ein geiles Teil. Aber ja, genau den will ich. Genau, der ist perfekt. So. Reviews vorbereitet. Das heißt, ich kann die Kamera starten. So. Ja, das passt wunderbar. So. Gehen wir's an. William Lustigs Maniac aus dem Jahr 1980 ist ein absoluter Meilenstein aus dem Bereich des Horror-Thrillers. Es ist atemberaubend, wie großartig Joe Spinell seinen Frank Zito in diesem Film gespielt hat. So arg, dass alleine der Gedanke an die Performance schon dabei reicht, dass meinem Schaufensterpuppenärmchen die Gänsehaut kommt. Und das ist dann natürlich eine Sache, die war einzigartig. Und die kann und soll man eigentlich nicht unbedingt nachmachen. Aber enter Hollywood, enter die glorreiche Zeit der Remakes, Reboots und Neuauflagen. Und logisch war natürlich, dass auch William Lustigs Maniac irgendwann einmal, genauer gesagt im Jahr 2012, dann eine Neuauflage erfahren hat. Und während das gerade die Zeit war, wo man die Remakes dann gerne einmal mit noch mehr als 2 Daumen nach unten versehen hat und Filme wie beispielsweise Spike Lees Remake von Oldboy beim Publikum wirklich komplett durchgefallen sind, dass man ehrlich gesagt auch einem neuen Maniac nicht unbedingt eine Chance gegeben hat. Aber ein quasi Stern am Horrorhimmel hat dann doch vielleicht irgendwie zumindest für ein bisschen Vorfreude gesorgt. Denn immerhin wurde der Film geschrieben und produziert von keinem geringeren als ALEXANDRE, der beispielsweise mit seinem Remake von The Hills Have Eyes bereits für Furore gesorgt hat. Und zwar hat er das Drehbuch geschrieben und den Film produziert, aber auf dem Regiestuhl nahm statt ihm Frank Calhoun Platz, der den meisten Horrorfans wahrscheinlich durch seinen Film P2 Schreie im Parkhaus aus dem Jahr 2007 in Erinnerung geblieben ist. Aber was Maniac auf jeden Fall dann ebenfalls mit einem interessanten Alleinstellungsmerkmal versehen hat, wir haben nicht irgendeinen unbekannten Hauptdarsteller. Nein, Frodo Beutlin himself, Elijah Wood, spielt die Rolle des Joe Spinell in dem Remake. Und das war spätestens der Moment, wo sich bei mir die Elfenohren aufgestellt haben. Und nicht nur das, das Maniac Remake ist ein absolut fantastisches Remake geworden, das nämlich eigentlich das Grundkonzept des Originals nimmt und einige Ideen noch immer weiterführt. Beispielsweise eben ist auch das Original von William Lustig einer der wenigen Filme, in denen wir nicht den Opfern folgen, die vor einem Serienkiller davonlaufen, sondern wo der Killer und dessen Psyche tatsächlich der Hauptgegenstand des Films ist. Und das ist eben etwas, was das Remake dann noch einmal potenziert, denn wir verfolgen Elijah Wood in dem Maniac Remake quasi fast die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive und tauchen damit quasi noch tiefer ein in die Psyche, in die Gedankenwelt und generell in das Leben des Killers. Das war übrigens auch der Grund, warum der Film in Neuseeland dann verboten wurde, weil die dortige Filmzensur befürchtet hat, dass das eben vielleicht dann doch ein bisschen verrohend auf das neuseeländische Publikum wirkt, aber auch in Deutschland hatte der Film massive Probleme, wurde relativ bald auf Liste B der jugendgefährdenden Medien gesetzt, landete dann sogar auf der Liste der gemäß Paragraph 131 StGB wegen Gewaltverherrlichung in Deutschland beschlagnahmten Filme und wurde erst vor kurzem von der Beschlagnahmung befreit. Die Indizierung bei diesem Film ist aktuell immer noch gültig, aber wer weiß, vielleicht kann Nameless da auch noch etwas erwirken, dass der Film dann irgendwann einmal in nicht allzu ferner Zukunft ebenfalls mit FSK-Plakette ungeschnitten erscheinen kann, wobei ich persönlich das eigentlich
eher unwahrscheinlich finde, denn gerade eben der Blick direkt durch die Augen des Killers ist tatsächlich etwas, das selbst für mich als eingesessenen Horrorhund trotzdem immer wirklich beeindruckend, wirklich intensiv, wirklich spannend und wirklich grausam ist. Und während William Lustigs Maniac ein absolutes Meisterwerk seines Genres ist und man aufgrund vereinzelter Elemente schon sagen muss, dass das Remake nicht ganz so gut ist wie das Original, ist es definitiv aus dem Horrorbereich meiner Meinung nach eines der besten Remakes, die jemals gedreht wurden und vor allem eines, das definitiv das Recht hat, neben dem Original zu stehen und auch neben dem Original immer noch als guter Film anerkannt zu werden, weil es eben nicht zu viel vom Original borgt, sondern aus dem Thema, aus dem Charakter, aus der grundlegenden Story eigentlich alleine schon wegen seiner Inszenierung und seinem großartigen Hauptdarsteller etwas ganz anderes macht. Und was könnte besser passen, nachdem Nameless Media im Juni 2020 das Original von William Lustig als limitierte Mediabook-Editionen veröffentlicht. Da empfehle ich mein anderes Review, weil es ist ein bisschen länger geworden, aufgrund der Vielzahl an Editionen bzw. des großartigen Umfangs dieser Veröffentlichungen. Aber was könnte da besser passen, als natürlich auch dem Remake ein neues High Definition Zuhause in verschiedenen limitierten Editionen zu bieten. Erscheinen werden die voraussichtlich Anfang Juli und auch hier sind es insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 Stück, die uns Nameless anbietet und die wir uns jetzt im Detail einmal anschauen wollen. Für das Cover A, das limitiert ist auf 555 Stück, hat man sich wie bereits beim Original für das Originalmotiv entschieden. Das war quasi das alte deutsche Kinoplakatmotiv zu dem Film. Das ist auch das Cover-Artwork, das beispielsweise von Ascot Elite damals zum Heimkinostart des Films für DVDs und Blu-rays verwendet wurde. Dann gibt es das Cover B. Dabei handelt es sich natürlich passend zum Cover B vom ersten Maniac, ebenfalls limitiert auf 555 Stück, um einen Eintrag in die hauseigene Collectors Edition von Nameless. Da belegt der Film die Nummer 35 und wir bekommen, wie auch schon beim ersten Teil, ein Retro-Motiv mit der Skalpierszene. Interessanterweise ist diese Szene generell auch sehr bezeichnend für den Film geworden. Eine der bekanntesten Szenen aus dem Film war eben auch beispielsweise schon eines der Mediabook-Cover vom alten XT-Mediabook, dort dann aber auch in schwarz-weiß gehalten. Hier mehr oder weniger im passenden Retro-Look für die Collectors Edition wieder im VHS-Design. Aber dieses Bild ist auch die Vorlage für das Cover C. Das ist wie auch das Cover C vom Original neu gezeichnet von dem absolut großartigen Künstler Enzo Schotti, der meiner Meinung nach bei diesem Design sich wieder einmal selbst übertroffen hat. Wenn man mich fragt, welches Schotti-Design von den beiden Maniacs mir persönlich besser gefällt, dann ist es eindeutig das. Das ist eine großartige Zeichnung, es ist ein wirklich wundervoll grausames Motiv für diesen wundervoll grausamen Film und limitiert ist das Ganze auf 666 Stück. Dann gibt es noch das Cover D im Mediabook, das ist wieder limitiert auf 555 Stück. Laut Nameless heißt es offiziell das Rolltormotiv. Das ist beispielsweise auch schon ein bekanntes Motiv von diesem Film, wurde vor einigen Jahren bereits veröffentlicht als Frontcover-Artwork der französischen Steelbook-Auflage des Films, die ich euch eben vor einigen Jahren auch auf meinem Kanal in allem Detail vorgestellt habe. Dann gibt es noch ein Mediabook mit dem Cover E. Auch hier passend zum Cover E des Originals bekommen wir auch diesmal wieder den schwarz-roten Mondo-Look. Diesmal ist natürlich hier nicht Joe Spinells Gesicht gezeichnet, sondern das von Elijah Wood. Wir bekommen genauso das Close-Up, das quasi ausgeschnitten ist aus dem Panorama-Mondo-Bild vom großen Digipack, das mich da ein bisschen erinnert an die fantastische Quentin Tarantino-Box, aber auch das limitiert auf 666 Stück, auch das meiner Meinung nach absolut großartig. Dann gibt es auch diesmal wieder eine sogenannte Olli Uncut Edition. Dabei handelt es sich auch wie beim Original mit einer Limitierung von nur 111 Stück. Wieder um dasselbe Bild, das wir bereits beim Cover E gesehen haben, aber auch diesmal ist das Bild nicht schwarz-rot, sondern schwarz-schwarz, wobei das schwärzere Schwarz nicht ein gedrucktes Schwarz ist, sondern per Spot-Lack gezeichnet wurde. Das heißt, hier haben wir das erste Spot-Lack-Only-Cover, das uns Nameless serviert. Schaut auf einem
Realfoto auf jeden Fall wirklich cool aus. Dazu empfehle ich einen Blick auf die Facebook-Seite von Nameless, da kann man nämlich sehen, wie solche Spotlight-Cover dann wirklich ausschauen. Zu bekommen ist dieses Cover exklusiv im Shop von Nameless direkt. Dann gibt's auch noch diesmal eine große Hardbox, die ist natürlich auch diesmal wieder limitiert auf 99 Stück, zeigt auch dieses Mal wieder das neu gezeichnete Motiv von Enzo Schotti und ist auch dieses Mal wieder exklusiv im Nameless eigenen Shop zu bekommen. Außerdem gibt es auch dieses Mal wieder eine Vintage VHS Edition. Ja, auch vom Maniac Remake hat es sich Nameless nicht nehmen lassen, eine echte VHS-Kassette anzufertigen. Das ist wie bereits beim Original auf nur 55 Stück limitiert, aber natürlich bekommen die Käufer von dieser Edition nicht nur die VHS-Kassette, sondern dazu eben auch noch das Olli Uncut Mediabook. Auch das gab bzw. wird es geben exklusiv im Nameless Shop. Last but not least erwähnen wir auf jeden Fall auch noch einmal die Double Feature Veröffentlichungen, wie beispielsweise das Digipack, das habe ich bereits angesprochen, das bietet eben auf seiner Panorama-Seite die gezeichneten Mondo-Artworks, die für die Cover von beiden Filmen verwendet wurden. Sieht meiner Meinung nach absolut großartig aus, ist ein 12-Disc-Set, das bei beiden Filmen dieselben 6 Discs enthält, die auch in den von mir vorgestellten Mediabooks zu finden sind, aber der große Unterschied für das Digipack ist, dass Markus Hage vom Neon Zombie Magazin ein 122-seitiges Booklet beigesteuert hat. Eine wirklich großartige Sache, auf die ich mich auch schon sehr freue. Aber ein Double Feature gibt es noch, nämlich die Büstenedition. Das ist auf jeden Fall eine, die sich auch noch ihren Weg in meine Sammlung bahnen wird. Da bekommen wir nämlich zusätzlich zu dem vorher schon gezeigten Digipack, das in dieser Büstenedition enthalten sein wird, noch eine Büste. Es gibt 10 Character Cards, es gibt ein T-Shirt und es gibt dann noch 2 Vinyl-Schallplatten mit den Original-Soundtracks von beiden Filmen und limitiert ist das Ganze auf nur 333 Stück. Das ist meiner Meinung nach eine Menge Auswahl, aber im Endeffekt hat es jetzt einmal vorerst zu mir eine Edition von diesem Film geschafft. Wir wissen ja bereits welche. Deswegen möchten wir ohne weitere Umschweifen zum nächsten Teil hier im Blu-ray-Check kommen. Ich freue mich, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check das auf 555 Stück limitierte Cover B mit dem Retro-VHS-Design näher vorzustellen. Und während man beim reißerischen Fotocover des Cover B Mediabooks von William Lustigs Maniac aus dem Jahr 1980 noch sagen konnte, au, kann man hier wirklich nur mehr sagen, au! Das ist mit Sicherheit eine der schmerzhaftesten Szenen aus dem gesamten Film. Eine, die sich wahrscheinlich im Kopf von jedem, der Maniac mit Elijah Wood einmal gesehen hat, einbrennt. Eine kräftige, eine starke Szene, die auch meiner Meinung nach absolute Berechtigung hat, hier als Frontcover-Artwork verwendet zu werden. Was mir persönlich beim Mediabook zu ALEXANDRE AJAS Maniac absolut genial gefällt, ist natürlich die Tatsache, dass Nameless Media auch dieses Mal wieder die hauseigene Collectors Edition absolut großartig durchdesignt hat. Ich liebe das, was Nameless immer wieder gerne macht, dieses Spiel mit dem Partial Gloss Effekt, so dass nämlich auch hier eben das eigentliche Bild komplett mit dem Gloss Finish versehen wurde und dadurch die Farben richtig kräftig wirken. Ein großer Teil, vor allem eben außerhalb dieses Rahmens, trotzdem matt gehalten ist. Und vor allem, wenn wir das Mediabook jetzt gegen das Licht bewegen, dann sehen wir, finde ich, wie dieser Partial Gloss mit unseren Augen und mit unseren Empfindungen bei der Betrachtung von diesem Frontcover Artwork irgendwie spielt. Vor allem eben, wenn dann so kleinere Details wie die Logos, der Collectors Edition Schriftzug beziehungsweise der auch sehr, sehr schön retroeske Nameless Video Schriftzug links unten mit dem Partial Gloss versehen sind, genauso wie die kleinen Löcher hier auf der linken und rechten Seite von dem Filmstreifen unter Anführungszeichen, dann sieht das, finde ich, einfach nur phänomenal aus und passt natürlich eben in diesem Fall auch wunderbar ins Nameless Collectors Edition Mediabook direkt neben den Vorgänger, denn der hatte die Spine Nummer 34, hier beim Remake bekommen wir die Spine Nummer 35, sodass die auch
in einem gut sortierten Mediabook-Regal nebeneinander stehen können. Sehr schön, dass auch hier Partial Gloss-Effekte zum Einsatz kommen, beziehungsweise dass wir die auch, wie von Nameless nicht anders gewohnt, auf dem Backcover bei den 3 bösen Filmbildern bekommen. Zusätzlich dann eben noch Hinweise darauf, dass die Blu-ray remastered in Bild und Ton ist. Wir bekommen die Inhaltsangabe zum Film, einige weitere Details, Cast and Crew Informationen, können auf einem Hologrammsticker unsere individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 555 Stück sehen. In meinem Fall ist es halt ein Pressemuster, bekommen die technischen Details zur DVD und Blu-ray, beziehungsweise die Infos rund ums Bonusmaterial. Dieses Bonusmaterial übrigens ist auf allen beiden Blu-rays identisch vorhanden. Wir bekommen hier dieselben Interviews, die wir bereits auf der alten deutschen DVD und Blu-ray von Ascot Elite gesehen haben. Interessanterweise bekommen wir auf dem deutschen Set ungefähr 19 Minuten Interviews. Die britische Blu-ray, sollte es sich dabei nicht um einen Schreibfehler des OFDB-Einträgers handeln, sollte fast 2 Stunden an Interviews haben. Dafür bekommen wir aber neben dem kurzen 10-minütigen deutschen Making-of von der alten deutschen Blu-ray auch ein langes 66-minütiges Making-of-Feature, das damals auf der alten französischen Blu-ray, die ich euch eben hier ebenfalls vorgestellt habe, zu sehen war, sowie einen Audiokommentar mit dem Regisseur, mit Elijah Wood und mit Alex Taylor, der auch sehr schön hinter die Kulissen des Films blickt, und 5 Deleted Scenes runden das Ganze dann ab. Jetzt können wir einmal in das Mediabook hineinschauen und finden da insgesamt 6 verschiedene Discs, genauso wie eben beim Original. Welche Reihenfolge die haben, das ist etwas zufällig, ich muss zugeben, ich habe natürlich bei meiner Vorbereitung für dieses Video alle Discs doch das ein oder andere Mal entnommen, also ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge die Discs ursprünglich waren, aber wir gehen es einfach in der Reihe nach durch, wie sie hier jetzt bei mir liegen. Da bekommen wir jetzt auf der linken Seite beispielsweise gleich einmal vorne die Soundtrack-CD, die meiner Meinung nach eine absolut großartige Beigabe für dieses Mediabook ist, denn auch wenn der Soundtrack des Originals ein paar wirklich coole Tracks hatte, die man unterwegs auch hören kann. Hier beim Remake ist der Soundtrack meiner Meinung nach mit seinen Synthi-Keyboard-Sounds deutlich besser und hat mich auch schon auf der ein oder anderen Autofahrt sehr gut unterhalten. Ist definitiv einer, der losgelöst vom Film auch sehr gut funktioniert und sehr gut zu unterhalten weiß. Auf der rechten Seite warten dann die High-Definition-Medien auf uns, da eben beispielsweise mit dem alten Motiv die Remastered Blu-ray, das alte Bildmaster auf Blu-ray mit dem Motiv von Enzo Schotti und dann natürlich eben mit dem wunderschönen rot-schwarz gezeichneten Mondo-Look mit dem Gesicht von Elijah Wood, die 4K UHD Blu-ray. An der Stelle sei noch einmal erwähnt, wenn wir alle Discs entfernt haben, dass wir natürlich hier im Mediabook auch ein wirklich cooles, durchgehendes Innendesign haben. Was mir persönlich an der Stelle eben relativ gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir hier beim Innendesign auch so einen grim and gritty Look haben, wie beim Innendesign vom Original, obwohl der Film an sich diesen körnigen Look gar nicht hat. Da bekommen wir eben beispielsweise auf der Rückseite vom Booklet ein sehr cooles Bild mit Elijah Wood und hier dann eben zum Beispiel das Cover A auf dem Frontcover vom Booklet, ebenfalls wie es auch beim Mediabook vom Original war, können jetzt einmal durch das Booklet blättern. Das bietet auch dieses Mal wieder einen Text von Wolfgang Brunner, der meiner Meinung nach von Nameless auch hier wieder absolut wundervoll gestaltet wurde, mit einigen wirklich qualitativ hochwertigen Bildern angereichert wurde, der Text sehr, sehr schön in diesem Mediabook verteilt. Das ist meiner Meinung nach weniger ein einfaches Booklet, sondern tatsächlich mehr ein Begleitmagazin für diesen Release, was meiner Meinung nach einfach nur absolut großartig aussieht. Ein haptisch fantastisches, wirklich toll produziertes Mediabook, und auch an der Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, ich weiß, es gibt immer wieder viel Kritik an diesen Dreier-Disc-Trays, weil offensichtlich die Halterungen leicht dazu neigen abzubrechen. Ich hatte damals beim Mediabook von Ash vs. Evil Dead große Probleme damit, wo mir bei meinem Unboxing gleich 2 abgebrochen sind, aber weder beim Mediabook von Tales from the Crypt noch bei einem der beiden Maniac Mediabooks ist mir da etwas passiert, und ich muss wirklich sagen, die Maniac Mediabooks hatte ich in den letzten Tagen wirklich oft in der Hand. Also da denke ich mir, wenn man nicht gerade Pech hat, dann sollte man da auch eigentlich auf der sicheren Seite sein.
Eine andere Frage, die sich uns an der Stelle aber stellt, ist man eigentlich auch auf der sicheren Seite, was den Bildtransfer betrifft? Weil, ganz ehrlich, nur weil es einen neuen Bildtransfer im Mediabook von Nameless gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es einen besseren Transfer gibt. Denn, wie wir aus der Veröffentlichungsgeschichte von etlichen anderen Titeln wissen, kann ja Remastered auch einfach nur heißen, grottenschlecht zu Tode gefiltert. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von MANIAC direkt zeigen, möchte allerdings wie immer darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich finde, wir bekommen trotzdem hier einen sehr guten Eindruck von der Remastered Blu-ray dieses Films. Leider ist es mir momentan noch nicht möglich, Screenshots von einer Ultra HD Blu-ray zu machen. Für den Fall, dass da jemand von euch weiß, wie das geht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch in den Kommentaren bei mir meldet, weil ich suche noch nach einer brauchbaren Lösung, um das natürlich hier in Zukunft auf meinem Kanal auch anbieten zu können. Aber meiner Meinung nach ist die Bildqualität, die wir auf der normalen Blu-ray hier von Nameless bekommen, natürlich nicht einfach deppert zu Tode gefiltert, sondern wirklich hervorragend gelungen. Wir bekommen bei dem neuen Bildtransfer für den ca. 89 Minuten langen Film 25,4 GB alleine an Datenstream für den Film, und das merkt man auch. Kompressionsspuren, Artefakt und Blockbildung stellen sich beim Anschauen des Films zu keiner Zeit ein. Das Einzige, was mir natürlich ein bisschen das Erstellen von Screenshots schwer gemacht hat bei dem Titel, ist die Tatsache, dass er die meiste Zeit eben aus der Ego-Perspektive gefilmt wurde und es dadurch natürlich immer wieder sehr unruhige Kamerapositionen gibt, aber dann, wenn die Kamera ruhig gehalten wird, sieht das Bild, finde ich, einfach hervorragend aus. Wir sehen eine sehr gute Schärfe, wir sehen ein sehr gutes, zwar digital wirkendes, aber trotzdem detailreiches Bild. Wir sehen weitestgehend natürliche, wenn auch teilweise absichtlich als Stilmittel zurückhaltende Farben. Wir sehen einen guten Kontrast und ein sehr ruhiges, rauscharmes Bild, quasi eigentlich das absolute Gegenteil vom Original von William Lustig. Meiner Meinung nach ein wirklich toller Transfer, der diesem Film aus dem Jahr 2012 definitiv gerecht wird. Aber eine Frage, die sich euch jetzt wahrscheinlich stellt, ist: Okay, und wie schaut dieses Bild jetzt anders aus als das von der alten Blu-ray? Und genau das möchte ich euch natürlich ebenfalls zeigen. Ich habe von dem alten Bildmaster aus dem Nameless Mediabook natürlich auch noch einige Vergleichs-Screenshots gemacht, die wir uns jetzt einmal anschauen. Und da ist der Unterschied tatsächlich echt interessant. Natürlich ist der nicht dermaßen eklatant wie beim Original, wo eben 8 Jahre an Weiterentwicklung der Remastering-Kunst natürlich eine wesentlich höhere Auflösung dafür gesorgt haben, dass das neue Master der Nameless Blu-ray die alte Restauration aus dem Jahr 2010 komplett umhaut. Aber ich denke mir, wir sehen anhand des Screenshots jetzt einmal, abgesehen von dem Detail, dass ich nicht immer 1:1 genau den gleichen Frame getroffen habe, doch ein paar interessante Unterschiede. So bietet beispielsweise die neue Blu-ray ein ganz kleines bisschen mehr Bild oben und unten. Offensichtlich ist hier die Maskierung nicht ganz so deutlich ausgefallen, aber was mir besonders deutlich auffällt, ist, dass die Farben und der Kontrast bei der neuen Blu-ray von Nameless wirklich deutlich besser sind. Die alte Blu-ray von Ascot hatte, wenn man das Ganze direkt vergleicht, fast ein bisschen erweckt fast ein bisschen den Eindruck, als wäre das Bild aufgehellt. Da bekommen wir, finde ich, auf jeden Fall bei der Blu-ray von Nameless deutlich dynamischere Kontraste. Wir bekommen ein bisschen eine natürlichere und bessere Farbwiedergabe, sodass hier definitiv das neue Nameless Master besser ist, wobei ich aber trotzdem zugeben muss, ohne einen direkten Vergleich zwischen den beiden Mastern wäre davon wahrscheinlich nicht allzu viel aufgefallen, aber es ist definitiv so, dass das neue Master besser ist. Ob man es jetzt unbedingt gebraucht hat, das alte Master sowohl auf Blu-ray als auch auf DVD in dem Mediabook ebenfalls noch zu haben, ist eine andere Sache, aber zumindest als Bonusmaterial, als Draufgabe finde ich es eigentlich trotzdem ganz in Ordnung, vor allem wenn man eben dran denkt, dass es nur dadurch jetzt möglich ist, dass das Original und das Remake beide als 6-Disc Mediabooks erscheinen konnten.
Alexandre Aja ist ein absolut beeindruckender Regisseur, der es bislang schon mehrmals geschafft hat, die internationale Horror-Fangemeinde einfach aus den Socken zu werfen. Erinnern wir uns nur zurück an den 2003 erschienenen Film High Tension. Es folgte 2006 das fantastische Remake von The Hills Have Eyes. Er drehte Mirrors, er drehte Piranha 3D, er drehte den meiner Meinung nach viel zu unterschätzten Horns mit Daniel Radcliffe, aber im Jahr 2012 hat er zwar nicht als Regisseur, aber als Autor und Produzent ein zweites Mal ein absolut phänomenales und innovatives Horrorfilm-Remake gedreht. Maniac mit Elijah Wood ist ein spannender, atmosphärischer, packender, intensiver Film, der einerseits natürlich von seinen bösartigen Szenen lebt, andererseits aber, wie bereits das Original, von dem wirklich hervorragenden Schauspiel von Elijah Wood, der dankenswerterweise gar nicht erst versucht, Joe Spinell zu kopieren, sondern seinen Charakter in eine ganz andere Richtung bringt, und gerade deswegen, wegen der ganzen Alleinstellungsmerkmale, wegen der Tatsache, dass das Maniac Remake zwar einige große und wichtige Ideen aus dem Original übernimmt, aber über weite Strecken trotzdem seinen eigenen Weg geht, gerade deswegen ist dieser Film so gut, und gerade deswegen hat es dieser Film definitiv verdient, in einem gut sortierten Mediabook-Regal direkt neben dem Original zu stehen. Alleine schon vielleicht für die Fans der deutschen Filmzensur aufgrund der Tatsache, dass Maniac einer der wenigen Filme ist, die nach dem Jahr 2000 produziert wurden und zumindest temporär das Glück hatte, wegen Paragraph 131 StGB wegen Gewaltverherrlichung beschlagnahmt zu sein. Das wurde allerdings mittlerweile dankenswerterweise schon wieder aufgehoben. Der Film ist absolut spannend, definitiv sehenswert, hat mir beim zweiten Mal anschauen jetzt fast noch besser gefallen als damals nach 2012, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Der Release von Nameless im Mediabook ist absolut phänomenal gelungen. Das neue Bildmaster ist großartig. Es gibt umfangreiches Bonusmaterial. Die Soundtrack-CD, die noch dazu beiliegt, ist ebenfalls fantastisch. Das Einzige, das ich momentan leider nicht selbst testen konnte, ist die Qualität der 4K UHD Blu-ray. Da ist mein Player momentan noch auf dem Weg, wird aber definitiv bald eintreffen. Dann kann ich in Zukunft auch noch vermehrt 4K UHD-Checks machen. Aber das ist definitiv eine Veröffentlichung, eine für die Geschichtsbücher, eine, die man sich definitiv im Hinterkopf behalten sollte, wenn man darüber nachdenkt, welche Mediabooks eigentlich die absoluten Must-Haves des Jahres 2020 sind.